Guten Morgen! Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und meine absoluten Spezialgast für immer und ewig, Dana Rolle. Ich dachte, ich hätte... Wo bist du denn? Ich hab's doch mitgebracht. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass du mich falsch eingewiesen hast. Wieso? In Eingewiesen? welche Richtung? In welche Anstalt habe ich dich denn eingewiesen? Oder vielleicht liegt es an den nicht abonnierenden Abonnenten, die demnächst Abonnenten sein sollten und weil die ganzen Videos gucken, aber naja, der Kanal, der könnte noch ein bisschen vertragen. Wir brauchen wirklich diese 100.000 dieses Jahr. Das ist die Challenge unseres Lebens gerade noch die letzten... Unser Weihnachtswunsch. Unser Weihnachtswunsch. Oh, das ist wirklich, wirklich schön gesagt, Weihnachtswunsch. Also wirklich dieses Jahr noch die 100.000 zu knacken. Wäre wirklich ein Christmas Miracle. Ja. War das wirklich... Also die Zahl alleine, 100.000 Abonnenten. Diese Community ist schon mega, mega stark. Haben wir die letzten Tage noch bestätigt bekommen durch unsere Hilfanfrage hier nach draußen für die Untertitel. Super, super geil, was da entstanden ist. Krass, hätte ich niemals gedacht. Ich auch nicht. Super viel geile Hilfe. Also wenn ihr immer noch irgendwelche sind, meldet euch per DM bei Dana. Unten alles verlinkt. Sie hat eine coole Gruppe aufgebaut, aber wirklich diese 100.000, das wäre krass. Weil da viele Projekte auch entstehen können, ist einiges gerade auch in Planung. Ich gebe es ja schon immer so vorsichtig zu, aber ich will noch nicht zu viel versprechen, aber ich bin da an Sachen dran. Ich versuche, dass man Dinge, nochmal in andere Formate, wo mehr Information und mehr Musikproduktion entsteht für euch und auch mit Verlosungen für euch, dass ihr auch Dinge bekommt. So Sachen halt alles. Und das vor allen Dingen, wenn der Kanal größer wird, können wir da einiges an euch zurückgeben und nicht nur die ganze Zeit hier euch voll lallen und labern. Ich meine, es ist auch schon einiges, aber wir würden gern einfach noch mehr machen. Deswegen, wenn wir es dieses Jahr echt noch hinkriegen mit 100.000, wäre echt krass. Ich habe nicht mal an Christmas gedacht, ich dachte so wirklich an 31. Doch, das kam mir gerade direkt so Christmas Miracle. Also, los, kostet euch nicht mal was. Es kostet wirklich nichts. Es kostet einfach drücken für unser Weihnachtsgeschenk. Abonnieren. Ich dachte wirklich so an den 31.12.23:59 hatte ich so den letzten Augenblick. Aber ja, so, wir kommen aber heute zu einem neuen Release von einer sehr starken, fantastischen Dame. Und zwar... Jessie, featuring J-Park. Oh, da bin ich gespannt. Die ist ja immer sehr international vom Sound, weil sie ja eben auch Teile ihrer Roots eben auch in den USA hat. Jersey Girl. Und da kam schon einiges Cooles, hatten wir von ihr schon tatsächlich angehört. Deswegen, ich bin gespannt. Das wird bestimmt sehr cool und sehr, ich sag mal, ein Augenschmaus. Ich bin auf ihre Outfits gespannt, weil letztes Mal bei Who That Be, boah, das war ja so geil. War das, wo sie so auf dem Dach mit dem Weiß? Ja. Das war sehr, sehr schick, sehr exklusiv. Deswegen gucken wir mal heute. Bisschen sexy ist er dann auch immer unterwegs. Normalerweise. Nein. Was ist das? Ich schwöre dir, 1:1, diese Figur hatte meine Mutter. Sogar 2 oder 3 davon. Nee. 1:1 die gleiche in Rot. Genau mit Rot, mit Blau. Was ist das für eine Figur? Keine Ahnung, irgendwie so... Also Tradition... Thai, irgendwas Traditionelles. Korea, ich weiß nicht genau. Ich kenne mich nicht aus. Aber ich schwör's dir, genau diese Figur. Ich weiß noch, weil ich wollte früher immer mit denen spielen. Und ich durfte nicht. Und eine habe ich sogar kaputt gemacht, weil dann unten so ein Stab dran ist und der ist abgefallen. Krass. Das ist ja krass. Schreibt mal in die Kommentare, was das für eine Figur ist, wo die herkommt, was die Geschichte ist. Sie hat ja anscheinend eine Bedeutung. Ich sehe hier nur die Chanel-Hosenträger, aber gut. Geile Brille. Oh ja. Okay, diesmal sexy auf jeden Fall. Hey. Boah, die Jacke ist mega geil. So eine
Vintage Nike, ne? And if I want your man, then I'ma take him too. I've been sipping on that goose. Nice. Got the feeling loose. They all wanna taste my juice. You ain't fucking with my drip, yeah. Woo. Diamonds blue like a grip, yeah. I'll be steady on my grind all day. Getting money every different kind of way. Yeah, yeah, yeah. Nicht schlecht, Alter. Oh. Ja, der High-Cut rein. Look, sun drip from your mouth, let me undo your blouse. Take it straight to the clouds, every day you be flossing. Her I'll be watching, getting bands with mans, I do this often. I be in office, making major moves to cater to my boss type mood. All I lose is swag. Okay. All I do is get the bag, my legacy's forever, never just a bed. Talk jewels, cars, clothes, girls, and some things you just can't buy with cash. Gangsters to bankers, the anxious, no patience, they want what I have. Can you blame them? If they join me, man, I'll probably change them. Rolling with me, shit a life changing. Rolling with me, shit a life changing. How many millionaires under me? I own about 4 or 5 companies. I'm be a billionaire probably. Holla if you wanna join the Odyssey. I'm the fucking sheriff of this wild, wild west. Hella connected through a Wi-Fi check. Take a shot of soju and it's bye-bye stress. Pushing in my drippy like a swimsuit, yes. I've been sipping on that goose. Got the feeling loose. Das hat wirklich so was Besonderes in der Stimme, ne? I wanna taste my juice. You ain't fucking with my drip, yeah. Diamonds blue like a grip, yeah. I'll be steady on my grind all day. Getting money every different kind of way. Yeah, 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 yeah. Yeah, so icy at the tippy top. I like summer, call the plumber, too much trippy drop. I see your pockets hurting, need a band-aid. Get the cash for your crash, that's a mandate. Drip, 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 drippin'. Drip, 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 drippin'. Drip, 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 drippin'. Drip, 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 drip. Nice, mega geil. Ich liebe es. Krass. Der im Club, Alter, der wird richtig, richtig abballern. Der wird alle wegdonnern. Fett. Jetzt nur am Ende habe ich kurz das Gesicht verzogen, weil er irgendwas, hat er geklingelt in den Höhen, war irgendwas nicht in Ordnung. Da war irgendwas, irgendwas uncool. Da muss ich mal kurz hier meinen Frequenz-Analyzer. Ja. Hast du es nicht? Nee. Was? Nochmal bitte? Ich kann das auch nicht lange hören, weil das wirklich sehr, sehr hoch ist und in den Ohren wirklich wehtut. Also kein Spaß, Leute. Das ist eine Frequenz, die sehr, sehr unangenehm hier wird. Ist hier plötzlich am Ende auf einmal aufgetaucht. Warte mal, wie mache ich das jetzt? Oh, ja. Eieiei. Da muss ich ganz kurz sehr leise machen. Ich höre quasi nichts mehr, aber das ist sehr unangenehm. Das hier. At the tippy top, I like summer, call the plumber, too much trippy drop. I see your pockets hurting, need a band-aid. Get the cash for your crash, that's a mandate. Nur am Anfang vom Song. Sehr unangenehm, weiß ich nicht, was da, ups, falsches Fenster, was da passiert ist. Keine Ahnung, komisch. Das wird irgendein Sound sein, den die da ausgewählt haben, der da dummerweise irgendwelche Obertöne hat, die das Ganze sehr unerträglich machen. Also bei mir tut das extrem weh in den Ohren. Ich habe gerade so runtergedreht, dass ich quasi nichts mehr höre. Oh. Ja, schade, komisch, merkwürdig. Hätte man einfach rausfiltern können, es sei denn, da saß jemand im Mixing, der einfach in den Bereichen vielleicht nicht mal mehr was hört.
Das Kann passieren. Das kann tatsächlich passieren, wenn man eben sehr, sehr viel, sehr laute Musik und das mit den Puppen ist echt krass. Ich habe die noch nie irgendwo gesehen, außer bei mir zu Hause, bei meiner Mutter. Das ist echt krank. Also Oh schreibt mein unbedingt einen Kommentar, wo Gott. diese Puppen herkommen. Aber hast du diese Frequenz gerade gehört? Ja, habe ich. Ja, okay. Schreibt ihr zu Hause auch mal, ob ihr diese Frequenz gehört habt und euch vielleicht genau wisst, was ich meine. Kann auch an den Kopfhörern liegen, die ihr benutzt, um diese Videos zu schauen. Wenn es diese hier sind, werden auch immer mehr Leute. Ihr schickt mir da auch immer DMs übrigens, auch sehr, sehr geil. Und viele sind auch wirklich so krass begeistert, die sagen, ey, jetzt verstehe ich endlich, wovon du sprichst, weil ich die Kopfhörer habe. Und Leute, ja, es ist kein Scherz von mir. So wahr ich hier mit meinem Namen stehe und sitze, schwöre ich darauf, dass diese Kopfhörer wirklich Weltenunterschied sind zu allem, was ihr wahrscheinlich zu Hause habt. Und Preis-Leistung einfach der Hammer da ist. Ich habe übrigens auch sehr, sehr geil jetzt einen Amazon-Shop. Also ihr könnt unten, ihr müsst nicht mehr die einzelnen Links durchgehen, sondern ihr könnt auch auf amazon.de/shop/Rahim, ist unten natürlich verlinkt, und seht da einige Produkte, die ich zusammengestellt habe für euch. Und da könnt ihr euch das Ganze in Ruhe angucken, seht es schon aufgelistet und so weiter und nicht nur mit irgendwelchen Links. Sieht sehr, sehr cool aus. Ich habe da auch für Producer, die da irgendwie einsteigen wollen, ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe für Smartphone und so weiter, aber vor allen Dingen eben auch Kopfhörer rausgesucht. Auch Wireless-Kopfhörer, weil ich auch mal wieder nachgefragt werde und so. Da habt ihr das alles in einem Shop. Sehr, sehr geil. Neue Sache von Amazon, die kann man da Shops erstellen. So, zurück zum Song. Mega geiles Ding. Wirklich so ein richtiger Club-Banger. Oh, ist Supreme Nike. Oh, okay. Ich dachte, es wäre eine Vintage. Die sah Vintage Dachte ich aus. auch erst. Sehr cool. Ja, halt voll der aktuelle Zeitgeist. Army, also Mega geil! mega, so sexy, wie sie hier aussieht. Ja gut, was soll man da noch sagen? Konnte ich kaum meine Augen bei mir behalten, sag ich mal. Ich find's ohne die weißen Strümpfe sogar noch geiler. Dann ist zwar mehr nackte Haut, aber ich mag diese weißen Strümpfe nicht. Das ist irgendwie so cheesy und so. Weißt du, wie von so alten Damen oder Nonnen so weiße ich weiß. Strumpfhosen? Stimmt, die sind mir erst gar nicht aufgefallen, weil ich so auf diesen Bereich fixiert war. Komischerweise. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, so wie man sich so immer so voll trashy, so Krankenschwester, Genau. Dings-Outfit, sexy Ja. Krankenschwester, so Und dann. sie hat bestimmt Beine, die schön genug sind, um sie auch ohne diese Strümpfe zu präsentieren. Sie ist ja schon, sie ist ja so schon. Naja. Das ist mega geil, dieses Aber auch diese, diesen Schmuck, den sie. Gut. diese Jacke. Also alles eben sehr, sehr viel an Subbass hier. Vielleicht kann man einfach mal erwähnen, ist halt Stil. Einfach Stil. Echt, hier wird hier alles gefahren. Eben sehr, sehr fetter Subbass, der die ganze Zeit fast hier durchläuft. Genau, wo ich sage, an der Stelle ist er nicht. Y'all can kiss my very end. Dairy Ass, So. oder? I ain't going anywhere. Dairy Ass. Y'all could kiss my derriere. Achso. Dairy I've been Ass. a goop, yeah, yeah. Ah, jetzt macht's Taking a Sinn. flick, acting a fool, yeah, yeah. Everything I got, I'm brand spanking new. Oh, diese And if I Jacke. want your man, then I'ma take him too. I've been sipping on that goose. Got to feeling loose. Boah, die Stimme. Ich habe ein Händchen, ne? Hier zum Pausieren. Ich wollte eigentlich sagen, stell mir irgendeine Frage. Ich weiß gerade nicht, worauf ich eingehen soll. Ich kann dir keine Frage stellen, weil ich total abgelenkt war von den Outfits. They all wanna taste my juice. You ain't fucking with my drip. Was ist das? Diamonds blue like a Da hast du deinen brick. Subbass. Genau. I'll be steady on my butt. Was ist das für eine Melodie? Du, 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 du. Ja, das ist einfach eine Melodie, beziehungsweise, So Flötenart. Nee, nicht Flötenart. ja, es hat auch irgendwas mit dem Synthesizer auf jeden Fall. Gibt hier eben die ganze harmonische Grundlage für den ganzen Track, ist so gesehen eigentlich ein Akkord, wo die Töne nacheinander abgespielt werden, also mit einem Arpeggiator. Eines der schwierigsten Wörter in dieser Branche gefühlt. Das bedeutet im Endeffekt nur, dass Töne, die in einem
Akkord drin wären oder drin sind, einfach nacheinander gespielt werden in einer bestimmten Reihenfolge. Das kann auch eben von unten nach oben sozusagen sein, von oben nach unten, querbeet, also random, vielleicht zufällig. Man kann das genau ansetzen, aber es sind dann eben genau die Töne der jeweiligen Harmonie. Das, das ist das bietet dir die ganze Grundlage, aber eben in diesem Genre ist es vor allen Dingen eben wichtig, dass der Rhythmus stimmt, die Rhythmussektion, und die besteht eben aus den Drums, Percussion und dem Bass, und das muss einfach bouncen, das muss ballern, und das tut's hier sowas von. Ja, also der Super ist sehr, 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 sehr fett hier. Man kann teilweise auch sehr, sehr geile Peaks hier sehen. Na, da sieht man genau die Frequenzen, dass sie hier zwischen 40 und 50 Hertz sind. Genau, das war ein bisschen eine schöne Abwechslung, dass man ein relativ klassisch organisches Drum-Fill-In hier hat, mit so klassischen Toms. Ja, aber es sind schon digitale Toms, ne? Also jetzt, ja, nicht organisch, habe ich gesagt gerade, ne? Ja. Digitale Toms, aber eben klassisch, so wie man sie so quasi von einem Drumset kennt, ne? Dieses Dum, 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 Dum. Und hier auch wieder mal auf das Thema Sounddesign kann man hier sehr gut kommen, dass eben dieses Drip ist ja die Hook, aber eben auch ihre Stimme, aber so verändert, so moduliert, eben Sound designt worden, dass das einen bestimmten Klang bekommen hat und das dann eben auch im Ohr hängen bleibt. Das ist auch wirklich das Besondere hier. Finde ich witzig, dass man genau diesen Ausschnitt hier vervielfacht hat. Ja, wir sind. Ja, genau. Eine Sache war mir aufgefallen. Oh, diese Puppe, gruselig. Sitzt da plötzlich. Von der Rap-Part von Jay Park, der hat einen ganz besonderen Filter drauf bekommen. Das ist nicht nur Autotune, sondern da ist ein Phaser drauf. Was macht ein Phaser? Ja, was macht ein Phaser? Wie kann ich das sehr, sehr kurz und sehr schnell beschreiben bzw. erklären? Das Ding ist, so jetzt, warte mal, sein Part kommt jetzt, ne? Ja. Wie würdest du das jetzt beschreiben? Wie klingt das für dich? So, wie beschreibt... Intuitiv einfach. Was dir einfällt. Vergleich. Das erinnert mich auf jeden Fall von der Stimme her, wie es klingt jetzt an den amerikanischen Rapper. Okay. An einen bestimmten, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ja, jetzt kein Vergleich, sondern so fast gepitcht, aber nicht gepitcht. Okay, ja gut, das ist der Autotune-Effekt. Aber merkst du nicht diese Bewegung, die im Sound drin ist, so eine bestimmte Bewegung? Also es ist jetzt nicht so statisch, dass du quasi, also vor allen Dingen, wie man es sonst kennt oder wie es jetzt bei Jessys Part ist, dass du das Gefühl hast, dass die Stimme nur von einer Richtung kommt oder nur zentral kommt, sondern sich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen bewegt und so vielleicht so ein bisschen unter Wasser oder als ob er sich bewegen würde. Kannst du nochmal machen, bitte? Can you blame them? If they join me, man, I'll probably change these forever, never just a fad. Talk jewels, cars, clothes, girls, or some things you just can't buy with cash. Gangsters to bankers, the anxious, no patience, they want what I have. Can you blame them? If they join me, man, I'll probably change them. Rolling with me, shit a life changing. Rolling with me, shit a life changing. How many millionaires under me? I own about 4 or 5 companies. I'm be a billionaire probably. Holla if you wanna join the Odyssey. I'm the fuck. Also genau, ist eben eine Bewegung in der Stimme. Ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass sie tatsächlich ein Recording von ihm haben, also eine Hauptstimme, da sind schon immer Doubles und so weiter drin, aber dass bei dieser Hauptstimme eben ein Phaser drauf ist und vielleicht sogar mit einem Stereo-Imager gespielt wurde, dass sich das Ganze dann eben so anhört, als ob sich das im Raum die ganze Zeit bewegen würde, so wellenartig, kommt mir, also ich empfinde es als wellenartig, so ein bisschen wie so Wasserbewegung. Das trifft es eigentlich auch ganz gut, weil im Endeffekt auch beim Phaser man muss sich halt bewusst sein, dass Schallwellen sich wellenartig auch bewegen. Deswegen passt das vielleicht auch, dass ich das gerade gesagt habe. Und die haben dann je nachdem,
welche Frequenzen die sind die unterschiedlich schnell und haben auch unterschiedliche Formen und Ausrichtungen. Das zu dem, also Sinuswelle und diese Sawtooth und was ich dir schon mal und den Zuschauern auch schon alles erklärt habe. Beim Synthesizer kann man diese verschiedenen Wellenformen einstellen, weil die dann verschiedenen Klang haben. Und jetzt bei der Stimme, wenn du eine Phase hast, die quasi genau einen Sinusverlauf hat, könntest du, ich weiß nicht, ob ich es damit jetzt am besten beschreibe, aber wenn du genau den gleichen Verlauf hast, also eine zweite Signalquelle mit dem genau identischen Verlauf und die genau übereinander legst, dann sieht kurz aus und wieder angegangen, bevor ich sie gedrückt habe. Gruselig. Bevor du es, was wollte ich sagen? Genau, wenn die genau übereinander legst und die haben genau den gleichen Ablauf in der Phase und das ist genau die gleiche, dann genau der gleiche Sound im Endeffekt, würde sich das auslöschen. Dann hörst du nichts mehr. Das habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Yeah. So funktioniert übrigens auch Noise Cancelling bei Kopfhörern. Wenn du da jetzt aber eine der beiden Spuren ein bisschen verschiebst, dann hast du so eine Phasenverschiebung. Du kannst auch Phasen meistens im DAW oder bei der Aufnahme und so weiter auch um gewisse Grad drehen, verstellen. Aber wenn du da einfach das Ganze nur verschiebst in der Timeline, also das eine ein bisschen früher oder ein bisschen später kommt, erzeugt es so einen bestimmten Effekt von dieser Phasenverschiebung. Die kannst du auch schon direkt an der einen Signalquelle machen. Und da ist so ein bestimmter Effekt, als ob das so ein bisschen gegeneinander läuft. Und das macht so einen wellenartigen, nicht unter Wasser, also du hörst es nicht dumpf, aber es läuft irgendwie so gegeneinander und so räumlich verschiebt sich das irgendwie auch. Das ist jetzt so aus dem Stegreif nicht wissenschaftlich erklärt. Aber ich denke, so kann man das am besten verstehen. Und wenn man genau den ganzen Part von Jay Park hier hört, passiert das nämlich die ganze Zeit, dass nämlich zwischendrin auch mal kurz Phasen sind, wo man das Gefühl hat, dass er sich gar nicht mehr bewegt oder kurz mal fast sehr mono, sehr mittig klingt. Und beim Phaser, der Phaser macht nämlich genau das. Er nimmt eine Signalquelle und verschiebt diese dann jedes Mal. Man kann das einstellen, wie stark man das haben will, wie stark das überhaupt eingreifen soll, wie viel. Man kann natürlich auch im Mix dann einstellen, wie viel soll man vom rohen Material sozusagen hören, vom trockenen Material, also die Original-Soundquelle. Und wie viel von dem dazu gemischten, also von dem Phaser wahrscheinlich. Und dann eben mit dem Stereo-Imager, der dann sowieso diese ganze Verteilung macht im Stereofeld. Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Aber und zusätzlich aber eben auch noch Autotune und vielleicht nicht unbedingt Autotune, aber dieser Autotune-Effekt, Melodyne, also irgendeine Pitch-Correction, Tonhöhenkorrektur. Hier sind auch kurze Stellen, wo es dann sehr gerade gezogen ist, aber da wurde extrem viel auf der Stimme einfach gemacht und ich finde gerade diesen Phaser-Effekt sehr, sehr interessant. Vielleicht ist es sogar ein Flanger, die klingen sehr ähnlich. Ich glaube aber wirklich, dass es ein Phaser ist. Sehr interessant tatsächlich. Also das auf so einen kompletten Rap-Part und nicht nur auf eine kleine kurze Stelle. Sein ganzer Part ist so. Und dann merkt man so eine richtige Bewegung drin. Teilweise löscht sich das irgendwann mal so kurz aus, aber die Stimme verschwindet nicht, sondern der Phaser-Effekt verschwindet. Deswegen glaube ich, dass die trockene Stimme dann dazu gemischt wurde, so ein bisschen wie Parallel-Mixing sozusagen. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Hat mich gerade voll fasziniert. Allein dieser Part. Sun drip from your mouth, let me undo your blouse. Take it straight to the clouds. Every day you be flossing. How I'll be watching, getting bands with mans. I do this often. I be in office, making major moves to cater to my boss type mood. All I ooze is swag. All I do is get the bag. My legacy's forever, never just a fad. Talk jewels, cars, clothes, girls, or something you just can't buy with cash. Gangsters to bankers, the anxious, no patience. They want what I have. Can you blame them? If they join me, man, I'll probably chain them. Hier ist zum Beispiel eine Stelle, wo man ihn fast nur zentral, nur ihn hört und wenig von den Effekten. Girls or some things you just can't buy with cash. Gangsters to bankers, the anxious, no patience. They want what I have. Can you blame them? If they join me, man, I'll probably chain them. Roll it with me, shit a life changing. Roll it with me, shit a life changing. How many millionaires under me? I own about 4 or 5 companies. Sehr, sehr interessant. Die Melodie, die du vorhin erklärt hast, eben hier auch immer mit Pitch-Shifts gearbeitet, Oktaven hier auch gecuttet und so weiter, damit da so eine Abwechslung reinkommt, aber eben noch am Original dran bleibt. So, ja, ich glaube, da haben wir einiges sehr detailliert beschrieben. Oh,
Wir sind schon bei fast Drüber? 25 Minuten. What? Die Leute werden durchdrehen, die hier die Übersetzung machen. Tut mir leid. Vielen, vielen Dank. Das reicht. Das reicht auf jeden Fall. Fantastischer Song und Jessie sieht sehr aufreizend hier aus. Ich halte mich mal zurück. Thumbnail time. Ich mich auch nicht. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Ich gucke unschuldig, weil ich wollte gerade so... Okay, du kannst ja so gucken. Ich mach die Augen zu, weil ich kann nicht hinschauen. Das ist zu sexy. So, geil. Okay, ich hoffe, ihr habt was gelernt und hattet Spaß. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Nicht vergessen, glücklich an für den Ehrenmann. Und schaut auch bei Dana vorbei. Sie hat auch einen YouTube-Kanal, wo sie regelmäßig Videos hochlädt. Am liebsten jeden Sonntag, wenn sie es tatsächlich schafft und ich sie nicht zu sehr beanspruche. Bis zum nächsten Video und tschüss.